Willkommen zur Videoanleitung des Rechnungsprogramms EasyFirma 2 von Works IT. In diesem Video werden die wichtigsten Funktionen zum Thema erste Schritte erklärt. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite auf www.works-it.com. Sobald das Programm gestartet wird, öffnet sich die Startseite. Von hier aus können Sie zu den Hauptfunktionen gelangen. Die zwei wichtigsten Funktionen stellen die Sicherungen dar. Im Hauptmenü können Sie unter Beenden den Unterpunkt Sicherung erstellen auswählen, um eine Sicherungsdatei der aktuellen Daten zu erstellen. Sie können diese Datei beispielsweise auf einen USB-Stick speichern, um die Sicherung zu einem späteren Zeitpunkt oder auf einem anderen Gerät einzuspielen. Sicherungen können Sie unter Einstellungen beim Unterpunkt Sicherung einspielen auswählen. Die Umsatzübersicht bietet Ihnen eine kompakte Ansicht Ihrer Jahresumsätze. Sie können den Umsatz per Dokumenttyp anzeigen lassen, wie zum Beispiel Rechnungen. Um eine Rechnung zu erstellen, klicken Sie bei Rechnungen auf den Unterpunkt Neue Rechnung. Es öffnet sich eine neue bzw. leere Rechnung, die Sie nun mit Ihren gewünschten Daten füllen können. Die einzelnen Schritte zur Erstellung der Rechnung sind durch Tabs nummeriert. Im ersten Schritt geben Sie die Kundendaten für die Rechnung ein. Im zweiten Schritt fügen Sie die ausgewählten Produkte zur Rechnung hinzu. Um ein bereits im Programm gespeichertes Produkt hinzuzufügen, wählen Sie eines aus der unteren Liste mit einem Doppelklick aus oder drücken Sie den Knopf Dazu. Wie Sie sehen können, werden Produkte je nach Typ automatisch gruppiert, da die ausgewählte Standardvorlage Gruppierungen unterstützt. Falls Sie ein nicht vorhandenes Produkt hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Knopf Neu und geben die entsprechenden Produktinformationen ein. Sobald Sie bei Produktinformationen Änderungen vornehmen, können Sie diese mit Speichern akzeptieren. Falls Sie die letzten Änderungen rückgängig machen wollen, benutzen Sie die Knöpfe Rückgängig bzw. Wiederholen. Möchten Sie das ausgewählte Produkt von der Position löschen, klicken Sie auf den Löschen-Knopf. Um die Sortierung der Produktpositionen zu ändern, benutzen Sie die Knöpfe Hinauf und Hinunter. Sie können die Produktbeschreibung auf Rechtschreibfehler überprüfen, indem Sie den Knopf für die Überprüfung auswählen. Im dritten Schritt können Sie verschiedene Texte der Rechnung ändern, wie zum Beispiel den Betreff. Ebenfalls können Sie dort Zahlungen sowie Rabatte, Zu- und Abschläge verrechnen. Bei Rabatte, Zu- und Abschläge können Sie beispielsweise zuerst einen Rabatt festlegen und den Endbetrag mit dem Abschlag auf eine ganze Zahl setzen. Bei Zahlungen können Sie bereits erhaltene Teilzahlungen verbuchen. Diese werden im Dokument vermerkt und es wird der offene Betrag angezeigt. Im vierten Schritt haben Sie die Möglichkeit, der Rechnung einen Kommentar zu hinterlassen. Möchten Sie die Darstellung der Rechnung ändern, können Sie auf Vorlage klicken und es erscheint der Vorlagendesigner. Hier können Sie Vorlagen nach Ihren Wünschen und Vorstellungen verändern. Mehr Informationen zum Vorlagendesigner finden Sie in einem separaten Video. Im Vorschau-Tab sehen Sie auf der linken Seite alle Rechnungen aufgelistet und auf der rechten Seite die Vorschau einer ausgewählten Rechnung. Falls Sie eine andere Vorlage für die Rechnung ansehen möchten, wählen Sie in der Auswahlleiste die gewünschte Vorlage aus. Auch hier können Sie wieder zum Vorlagendesigner gelangen und die ausgewählte Vorlage modifizieren. Um eine Übersicht aller Rechnungen zu erhalten, klicken Sie auf Übersicht. Es erscheint eine tabellarische Auflistung aller Rechnungen und deren Daten, wie zum Beispiel der Rechnungsstatus, das Erstelldatum und der Rechnungsbetrag. Um nach bestimmten Datenwerten zu filtern, fahren Sie mit der Maus über die gewünschte Spalte und aktivieren den Filter.
Der Filter lässt sich im Nachhinein wieder zurücksetzen. Sie haben die Möglichkeit, Dokumente zu kopieren. Dazu erstellen Sie eine Auswahl und wählen anschließend Kopieren aus. Wir kopieren den Inhalt der ausgewählten Rechnungen beispielsweise in einen Lieferschein. Die ausgewählten Dokumente können 1:1 kopiert werden. Falls Sie 3 Rechnungen ausgewählt haben, werden dementsprechend 3 neue Lieferscheine erstellt. Da ein Lieferschein beispielsweise keine Anfahrtskosten oder Arbeitsstunden benötigt, können wir anstatt der 1:1 Kopie einen Lieferschein erstellen, der nur bestimmte Produkte der ausgewählten Rechnungen beinhaltet. Nachdem wir diese Aktion bestätigen, werden wir zum neuen Lieferschein weitergeleitet. Wie Sie sehen, sind die Produkte der ausgewählten Rechnungen im neuen Lieferschein aufgelistet. Gleich wie bei den Rechnungen haben Sie bei den Kunden eine Übersicht und können unter Details genauere Einstellungen jedes einzelnen Kunden bearbeiten. Unter Dokumente sind die Dokumente des ausgewählten Kunden wie in Form einer Umsatzübersicht aufgelistet. Unter Listendruck können Sie viele verschiedene Dokumente in Bezug auf Ihre Kunden ausdrucken, wie zum Beispiel Kundenetiketten. Auch bei den Produkten gibt es wieder Übersicht und Details, mit denen wir Produkte bearbeiten können und einen Überblick über alle Produkte erhalten. Unter Listendruck erhalten Sie wieder die Möglichkeit, für alle Produkte bestimmte Sachen wie zum Beispiel Etiketten zu erhalten bzw. auszudrucken. Wir hoffen, das Video konnte Ihnen zum Thema erste Schritte weiterhelfen und wünschen Ihnen noch viel Erfolg mit EasyFirma 2. Bei Fragen und weiteren Informationen besuchen Sie unsere Homepage auf www.works-it.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon.